Während sich von brasilianischer Seite aus ein perfekter Panoramablick über die gesamte Fallbreite von 2,7 Kilometern eröffnet, verspricht ein Besuch der argentinischen Seite besonders intensive und hautnahe Kontakte mit den Naturgewalten. Hierfür ist jedoch trotz der räumlichen Nähe eine 30 Kilometer lange Taxifahrt erforderlich, die inklusive der nötigen Grenzformalitäten durchaus eine Stunde Zeit beansprucht. Überraschenderweise haben wir hierfür sogar einen deutschsprachigen Taxifahrer gefunden. Hallo, mein Name ist Marcelino, ja. Und jetzt machen wir einen Urlaub in Argentinien, die Wasserfälle, ja. Während der brasilianische Grenzübergang Aussteigen und Anstellen am Schalter erforderlich macht, erfolgen die Personalkontrollen auf argentinischer Seite per Autoabfertigung. Dank frühzeitigen Aufbruchs erreichen wir den argentinischen Nationalpark inklusive Sprachwechsels zum Spanischen bereits zur Öffnung um 8 Uhr morgens. Wegen der Weitläufigkeit des Geländes empfiehlt sich hier optimalerweise ein zweitägiger Besuch. Bei frühzeitiger Ankunft ist wegen des geringeren Besucherandrangs eine sofortige Fahrt mit dem bereitstehenden Touristenzug zu empfehlen, der eine 7 Kilometer lange Wegstrecke zur Top-Attraktion Teufelsschlucht überbrückt und Kraft für die späteren Wanderstrecken spart. Anschließend geht es zu Fuß über einen mehr als 1 Kilometer langen Steg, der direkt über den Fluss zur Garganta del Diablo führt. Nach Erreichen der Endstation beginnt unter treuer Begleitung einiger Nasenbären der lange Fußmarsch über den Steg. Oberhalb der Wasserfälle präsentiert sich der in viele Einzelarme aufgefächerte Fluss als friedliches und idyllisches Naturparadies. Allmählich weitet sich der Fluss und wir nähern uns zunehmend der Stelle, an der sich die Wassermassen tosend scheinbar ins Nichts verabschieden. Staunend versammeln sich die Besucher an der Abbruchkante. Nach so viel tobender Urgewalt genießen wir noch etwas die Stille des Flusses und blicken auf die dampfenden Wassermassen zurück, bevor wir uns mit der Bahn auf den Rückweg machen. Dieses Mal steigen wir jedoch schon an einer Zwischenstation der Estación Cataratas aus, um den Ausgangspunkt des hellblau eingezeichneten Paseo Superior zu erreichen, ein erhöhter Rundweg, der direkt an der Oberkante der etwas kleineren Wasserfälle entlang führt.
Weiter geht es nun zu dem gelb eingezeichneten Rundweg Circuito Inferior, der aus etwas tieferer Perspektive weitere hochinteressante Einblicke in die Wunderwelt der Iguazu-Wasserfälle gewährt. Mit diesen wundervollen Eindrücken geht ein erster ereignisreicher Tag auf der argentinischen Seite der Iguazu-Wasserfälle zu Ende und wir kehren am späten Nachmittag zu unserem Hotel zurück. Wiederum frühmorgens brechen wir auch am nächsten Tag nochmals zur argentinischen Seite auf, da hier noch ein besonderes Spektakel auf uns wartet. Bereits am Vortag haben wir das sogenannte Gran Aventura gebucht, so dass wir heute ohne weitere Wartezeiten zu diesem sogenannten großen Abenteuer aufbrechen können, bei dem wir zunächst zum unterhalb der Fälle gelegenen Fluss transportiert werden. Dann geht es per Schnellboot nicht nur zu den Bereichen direkt unterhalb der Wasserfälle, sondern sogar mehrfach mitten hinein, ein überaus nasses Vergnügen. Das Abenteuer beginnt ganz harmlos mit einer luftigen Fahrt durch den Dschungel. Die Erklärungen der Führerin zur Vogelwelt werden prompt durch die Sichtung eines Tukans illustriert. Dann geht es weiter hinab zum Fluss, wo ein Schnellboot schon auf uns wartet. Zunächst präsentiert sich der Unterlauf des Iguazu nahezu spiegelglatt. Mit Erreichen der ersten Stromschnellen wird es schon deutlich ruppiger. Nun haben wir die ersten Wasserfälle erreicht, die wir zunächst im beschaulichen Ansichtsmodus genießen. Allmählich nehmen wir nun Anlauf für die Fahrt mitten hinein in das nasse Vergnügen. Und weil es so schön war, wiederholen wir das Ganze gleich nochmals. Aller guten Dinge sind drei, eine weitere Dusche erwartet uns.
Dann geht es wieder zurück und wir werden nochmals kräftig durchgeschüttelt. Der warme Fahrtwind sorgt schließlich dafür, dass wir bei der Ankunft am Pier schon weitgehend trocken das Boot verlassen können. Eine weitere Steigerung ist nun nicht mehr möglich, weshalb wir unseren letzten Tag in Iguazu geruhsam am Hotelpool ausklingen lassen.